Hallo ihr Lieben, guten Morgen zusammen. Auswahl Orakel, wir gucken. Ich habe die Maria Magdalena Karten schon lange nicht mehr am Start gehabt und habe die mal wieder vorgekramt. Das ist natürlich hier sehr speziell, aber die Botschaften sind ja sehr klar. Jetzt habe ich noch meine Eule runtergeschmissen. So ist es halt mal. Das nächste, was runtergefallen ist, also ich weiß nicht, was das jetzt soll. Soll ich aufmerksam sein? Schauen wir mal, was passiert, ne? Gut, ihr Lieben, ihr dürft euch eine Seite aussuchen. Wer weiß, vielleicht müssen wir noch was klären. Das mache ich dann während der Legung. Ich nehme diese Seite, heute habe ich mal ein bisschen länger gebraucht. Ja, wir haben hier schon mal Lady Nada. Sage Ja zu deiner jetzigen Verkörperung. Hier wird gesagt, dass Lady Nada eine höhere Schwingungsebene von Maria Magdalena ist und Anteile von ihr finden sich in jedem von uns. Sie hilft uns, den Körper, die Sexualität, uns selbst und die Liebe in all ihren Facetten anzunehmen. Die Energie von Lady Nada, so wird es hier beschrieben, heilt Wunden und Schwächen in allen Bereichen der Liebe. Sie hilft in Zeiten von Umbruch, im Frieden und im Vertrauen zu bleiben und das Herz offen zu halten. Denkt auch daran, wenn eine Tür zufällt, öffnet sich eine neue, denn das Leben fließt nach vorne in großen Strömen. Ja, das ist für den Menschen oder für uns oft schwer, denn auch hier steht wieder, in schweren Situationen stecken Geschenke und Wachstumsmöglichkeiten, wenn wir bereit sind, sie zu erkennen. Und nutze auch die Momente, um im Innern zu wirken, zu vergeben, zu reinigen, dich neu auszurichten und dich wieder für die Liebe zu öffnen. Ja, öffne dich dem gegenwärtigen Moment und den heilsamen Impulsen. Lady Nada unterstützt dich auf dem Weg der Meisterschaft. Wir haben hier das Reinigen und Schützen der Energie. Das doppelt sich ein bisschen, denn auch hier haben wir die Reinigungsmomente, ne? Dieses Wegsaugen von Energie, die uns mal wehgetan hat. Aber natürlich auch eine Aufforderung, Grenzen zu setzen. Wenn ich hier zum Beispiel, möge es Einbildung sein oder nicht ständig räuchere, läuft bei mir das Kartenlegen überhaupt nicht gut. So, mag bei jedem anders sein, ne? Viele ziehen sich zum Beispiel auch, habe ich schon mal irgendwo gehört, energetische Gewänder an, zum Beispiel schwarz, damit es nicht, dass das Negative von ihnen abprellt und so. Da hat jeder eigene Rituale. Manche machen das auch nur in Gedanken, ne? So, dann haben wir hier von den Göttinnen die Kühnheit.
Lebe deine Abenteuerlust, sei kühn und wagemutig. Vielleicht hat es schon was damit zu tun, dass du hier irgendwo gelitten hast, ne? In Bereichen der Liebe, der Sexualität, wo auch immer. Und dass jetzt hier so ein Moment kommt, wo auch wieder die Wende zu sehen ist. Hier hast du auch nochmal das Wort Vergebung drin. Ich weiß, ein Aufschrei geht durch eure Reihen, weil viele wollen das nicht oder wollen auch das Wort nicht gern hören. Dennoch ist es ein wichtiger Teil, der dich selbst befreit. Das sehen manche anders, darf auch jeder so sehen, wie er will, ne? Hier ist jetzt so, ich denke, dass du unter vielem, was du erlebt hast, hier den Strich machen kannst, du ziehst Bilanz, du gehst in die Vergebung, du bist dir bewusst, dass alles seine Zeit hat auch. Und jetzt ist eben die Zeit gekommen, wo du auch wieder einen gewissen Segen in dein Leben bringst und wo du mit Kühnheit und Abenteuerlust voranschreitest, ohne das verletzte Ich so hoch zu heben. Wie passend, wir haben den Heiler der Emotion. Die Zeit ist gekommen, deinem Herzen zu folgen und deine Emotionen voll zu fühlen. Du magst dich so sehr angeleitet fühlen, dich um andere zu kümmern, dass du vergisst, für dich selbst zu sorgen. Blitze von Intuition bieten dir ungeheure Einsichten. Du selbst oder ein anderer ist ein sanftmütiger, weichherziger, liebevoller und vertrauenswürdiger Freund. Also überall da, wo du vielleicht auch so Mauern um dich gebaut hast, kommt jetzt ein bisschen ein Aufrütteln. Auch die Selbstfürsorge nicht vergessen, ne? Zumachen ist schön und wunderbar, allerdings verhindert es auch das Empfangen. Gut, dann gucken wir mal, was die Vögel hier noch dazu sagen. Der Papagei. Ich fliege in dein Leben, weil jetzt die Zeit der Kommunikation gekommen ist. Es ist an der Zeit, dich wieder mit anderen Menschen auszutauschen. Vielleicht auch hier sich mal wieder auf ein Gespräch einlassen, ne? Den Wunsch zu haben, sich auch zu äußern, mit anderen in Kontakt zu kommen überhaupt, ne? Ist hier im Vordergrund. Ja, und hier geht es tatsächlich mal wieder darum, das Gefühl der Verliebtheit zu spüren, tiefe Zuneigung zu empfinden. Und es kann hier auch sein, dass sich eine gewisse Verliebtheit zur Liebe hinwandelt. Das war unsere Seite. Wir gucken auf die andere. Ihr habt das Träumen. Auf Träume zu achten bedeutet, die Post der Seele zu öffnen. Schön ausgedrückt. Auf der Karte wird beschrieben, dass man auf vielen Bildnissen Maria Magdalena mit geschlossenen Augen bei Jesus sitzen sieht und das Träumen zum weiblichen Schöpfungsweg gehört. Über das Träumen können wir kommunizieren, Botschaften empfangen, Antworten finden, erinnern, verändern, erlösen und natürlich auch irgendwo in Verbindung bleiben mit denen, die wir lieben. Ich habe, nachdem mein Vater gestorben ist, war er ganz oft in meinen Träumen, auch so mit so, er kam dann mal mit Tuberschüsseln und klingelte bei mir, also er hat mir was gebracht. Und so bleibst du halt ihr irgendwie in Verbindung. Ja, die Kunst des Träumens wurde früher in vielen Mysterienschulen geübt. Dieses Leben ist ein Traum. Wir träumen alles, bevor es geschieht. Gibt es eine höhere Kunst als die, sich des Träumens bewusst zu werden, in Träume einzusteigen und Träume lichtvoll zu verändern? Viele aus der geistigen Welt, ob das jetzt Engel sind, Meister, was immer, erscheinen uns auch im Traum, auch Menschen, die
uns sehr verbunden sind oder Verstorbene, ja, habe ich gerade gesagt. Wir können auch über die Traumebene geführt werden. Achte auch auf Tagträume. Bereite dich präsent auf das Schlafengehen vor. Möglicherweise möchte der ein oder andere mal ein Traumtagebuch führen. Die Träume werden dich führen und sie können tatsächlich auch Wirklichkeit werden. Also ihr habt hier so eine Erinnerung, dass ihr mehr auf das achtet. Ich kann mich immer an alles erinnern, was ich geträumt habe. Besser als Filme. Wow. Ihr habt hier was sehr Schönes. Das erhörte Gebet, die Fülle und der Neubeginn. Möglicherweise habt ihr schon abgegeben, nach oben gebetet und so hier ist es auf dem Weg. Vielleicht dient es euch auch, um irgendeinen Traum zu verwirklichen. Bei euch geht es um einen Ausgleich im Beruf und im Privatleben. Das kann hier sehr gut funktionieren, wenn ihr irgendwie ein Ungleichgewicht habt oder auch vielleicht nicht das Geld bekommt, was ihr braucht über den Beruf. Ihr hängt sehr viel rein. So gestaltet sich hier etwas Neues. Für alle, die nicht arbeiten, geht es um ein Gleichgewicht überhaupt bei den Themen, an denen du arbeitest. Ja, wir haben die Fairness. Falls du hier irgendetwas offen hast, kannst du damit rechnen, dass die Situation fair und gerecht behandelt wird. Und hier bringt ihr irgendetwas zu einem erfolgreichen Abschluss. Du hast hier irgendwie eine ganz große Leistung vollbracht. Hier kommt das Gefühl von Vollendung, Freude. Und du darfst ja auch stolz sein, ne? Das ist gerechtfertigt auf jeden Fall. Du hast eine große Erkenntnis irgendwo rausgewonnen und bald wirst du eine neue Reise beginnen. Aber nimm jetzt auch mal die Zeit an, im Glücksgefühl deiner wahr gewordenen Träume zu baden. Also hier realisiert sich was für dich, für euch, das ihr euch so wünscht und vorgestellt habt. Möglicherweise könnt ihr echt einen Traum verwirklichen. Ihr habt hier die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Passt auch sehr gut zum Träumen, ne? So. Ihr habt hier den finanziellen Aufstieg, eine finanzielle Chance. Ihr habt hier auch den beruflichen Aufstieg drauf oder dass sich da irgendetwas gut entwickelt. Karma is working hier. Ausgleich, Gerechtigkeit, Fairness und sei nicht so selbstkritisch mit dir. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.